Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zur Folge Nummer 18. Heute mit dem zweiten Teil von Operation Rising Lion. Das ist die Folge Nummer 3. Und wir reden über die aktuellen Geschehnisse im Iran und damit auch die Demonstrationen, die überall in den Nachrichten sind. Und ich habe das Gefühl, dass unsere deutschen Nachrichten, wie immer auch in Ukraine und im Israel-Gaza-Konflikt, natürlich nicht immer die Wahrheit erzählen oder auch nur Halbwahrheiten aussprechen, und deswegen lesen wir gemeinsam mal ganz kurz die Tagesschau. Wie gefährlich werden die Proteste für das Regime? Seit Ende Dezember wird der Iran von massiven Protesten gegen das theokratische islamische Regime erschüttert. Worum geht es den Protestierenden und was braucht es für einen politischen Umbruch? Die neue Protestwelle im Iran hat sich binnen kurzer Zeit zu einer tiefgreifenden politischen Krise für die Führung im Teheran ausgeweitet. Zuletzt äußerte sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz, wollen wir nicht lesen. Worum geht es bei den Protesten jetzt? Seit mehr als 2 Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre und theokratische Herrschaftssystem. Ausgelöst durch eine schwere Wirtschaftskrise hat sich der Protest inzwischen zu einem landesweiten Aufstand ausgeweitet, der sich quer durch die Gesellschaft zieht. Halbwahrheit, warum? Ausgelöst durch eine schwere Wirtschaftskrise. Diese Wirtschaftskrise existiert schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren wird nämlich der Iran von allen westlichen Ländern sanktioniert. Warum wurde Iran sanktioniert? Erstens wegen dem Atomprogramm und zweitens, weil sie nicht gut auf Israel anzusprechen sind. Gucken wir uns geografisch mal an, warum der Iran extrem wichtig für Amerika und für Israel ist. Also, Syrien ist komplett zerstört. Amerikanische Stützpunkte sind aufgebaut. Irak, genau das gleiche. Kuwait, Saudi-Arabien, ihr kennt meine Videos über Saudi-Arabien, schaut man sich die Familie an, sind sie Nachkommen von Juden, okay, mütterlicherseits. Das ist Fakt. Das sind alles Vasallenländer von Amerika. Überall sind ihre Stützpunkte. So, gucken wir uns Iran an. Da ist nicht gerade eine große Pufferzone, ne, damit man sich verteidigen kann. Vor allem haben wir durch den Hauptaggressor Israel, haben wir jeden Moment, könnte es zu einem neuen Konflikt kommen. Vor allem, sie sind ja auch technologisch extrem hoch stationiert. Also, für Iran sieht es erstmal geografisch nicht gut aus. Zweitens, Iran hat sehr, sehr viel Öl, sehr, sehr viel Bodenschätze, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, Iran gehört zu den BRICS-Staaten. Wenn wir den Iran schwächen, dann schwächen wir auch gleichzeitig die BRICS-Staaten. Und das ist ja das, was Amerika ganze Zeit schon versucht. Erstmal sind sie extrem hungrig auf Öl. Wir haben es in Venezuela, wir haben es in Grönland. Jetzt wollen sie Grönland, jetzt wollen sie Iran haben. Oder sie wollen jemanden installieren, und deswegen kommen wir auf Reza Pahlavi. Hier spricht er mit Fox News und wir hören mal kurz rein, was er zu sagen hat. Mr. President, you have already established your legacy as a man committed to peace and fighting evil forces. There is a reason why people in Iran are renaming streets after your name. They know that you are totally opposite to Barack Obama or Joe Biden. They know that you're not going to throw them under the bus as they have had before. Positive effect. Let's hope that we can permanently seal this legacy by liberating Iran so that we and you can make Iran great again. Das ist der Punkt. Das brauchen wir nur. Was hat er gesagt? Also, Herr Präsident, Sie haben sich bereits als Mann des Friedens einen Namen gemacht. Ihre Worte der Solidarität haben den Iranern die Kraft gegeben, für die Freiheit zu kämpfen. Und während Khamenei und seine Schergen Tod den USA rufen, benennen die Iraner Straßen nach ihnen. Sie wissen, dass sie an ihrer Seite stehen und sie nicht wie Obama und Biden im Stich lassen werden. Nach dem Sturz dieses Terrorregimes werden sie ihrem wichtigsten Partner für Frieden und Wohlstand sein. Warum? Weil sie ihn versuchen natürlich zu installieren. Helfen Sie ihnen, sich zu befreien und Iran wieder groß zu machen. Warum ist dieses MAGA so wichtig? Das habe ich gestern einem Bruder erzählt gehabt, und zwar, wir kamen irgendwie auf Trump und Marina Abramovic Gespräche, und für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, Spirit Cooking Teil 4, Folge 4, sei kritisch, guckt rein. Spirit Cooking ist, kurz gesagt, geht es um okkulte Zeremonien, die gleichzeitig auch Kannibalismus durchführen, würde ich sagen. Und da sind auch Stars involviert und bla bla bla. Guckt euch die Videos an. Und diese Frau ist die Oberhexe. Und sie hat in diesem Video gesagt gehabt, dass Trump der High Magician ist. Magician of the highest order. That he is there in his irrational mind to create confusion in order that the human being can find new order. So. Und in der Church of Satan Hierarchie haben wir Registered Members, Active Members, Witch, Warlock,
Priestess, Priest und Magister, danach kommt Maga, Magus. Das ist die höchste Hierarchie. In der Church of Satan ist Maga, Magus, deswegen auch Make America Great Again. Das ist ein Titel für die Church of Satan. Der ist kein Christ oder so. Der lebt Satan, der liebt Satan und der wird alles dafür tun, damit diese New World Order, die schon 1991 von Senior Bush angepriesen worden ist, und das reicht so lange, also 1000, 2000 Jahre zurück, die verfüllen die Pläne oder erfüllen die Pläne, und Trump ist der letzte Prophet dieser Church of Satan. Deswegen Make America Great Again, und alle ihre Partner sagen das gleiche, Make Great Again. Das ist der Schah-Sohn, der jetzt installiert werden soll. Der hatte einen Vater, der war auch schon pro Amerika, und das war 1941. Also, nach der Abdankung seines Vaters Reza Schah Pahlavi im Zuge der anglo-sowjetischen Invasion Irans bestieg er am 17. September 1941 den Thron. Mit Unterstützung der Vereinigten Staaten errichtete Pahlavi in der Folge ein autoritäres Regime und ließ die Opposition durch den Geheimdienst SAVAK unterdrücken. Am 26. Oktober 1967 krönte er sich zum Shahanshah, König der Könige. Die Ereignisse der Islamischen Revolution führten 1979 zum Sturz der Monarchie, und Pahlavi verließ am 16. Januar 1979 mit seiner Familie Iran. Das ist der Vater. Das, was man jetzt diesem islamischen Regime nachsagt, ist genau das, was er am Ende des Tages auch gemacht hat oder seine Familie auch gemacht hat. Guck mal. Der Schah regierte als autokratischer Herrscher, seine Geheimpolizei SAVAK unterdrückte brutal jegliche Opposition, was zu tiefen Groll in der Bevölkerung führte. Trotz hoher Öleinnahmen war der Wohlstand extrem ungleich verteilt. Während die Elite im Luxus lebte, litt ein großer Teil der Bevölkerung unter Inflation und wirtschaftlicher Instabilität. Seine Politik der raschen Verwestlichung und Säkularisierung, Weiße Revolution nannte man das damals, stieß auf starken Widerstand beim schiitischen Klerus. Ayatollah Khomeini, der aus dem Exil agierte, wurde zur zentralen Integrationsfigur der Opposition. Abhängigkeit vom Westen. Viele Iraner sahen den Schah als eine Marionette der USA und Großbritanniens, was die nationale Souveränität und kulturelle Identität verletzte. Gewaltsame Niederschlagung von Protesten. Als die Demonstrationen Mitte der 70er Jahre zunahmen, reagierte das Militär mit Gewalt, was die Protestbewegung weiter radikalisierte. Da sind sehr, sehr viele Leute gestorben 1970, und jetzt sagt man das dem islamischen Regime genau gleich nach. Versteht ihr? Die Geschichte wiederholt sich einfach. 1953 die US CIA and the UK MI6 orchestrated a coup, Operation Ajax, könnt ihr aus YouTube entnehmen, da gibt es eine volle Berichterstattung über diese Operation, to overthrow Irans Prime Minister Mohammad Mossadegh, who had nationalized oil. For 64 years, the CIA concealed the true story of what really happened in 1953 that transformed the Middle East forever. While the British were benefiting immensely from the oil in Iran, the Iranians were pretty unhappy. Well, because in exchange for extracting Iranian oil, the British government was paying Iranians less than 20% of the global profits. Furthermore, the Iranian government wasn't allowed to audit the company books nor have a voice in the company's management. In late December 1950, word got to Tehran that the Americans had made a deal with the Saudis, agreeing to a 50-50 profit sharing of the Arab American Oil Company, also known as Aramco. However, when a similar agreement was proposed by the Iranians, it was rejected by the UK Foreign Office. This led to increased turmoil in Iran. Many felt that Iran's oil fields should first and foremost benefit Iranians. One vocal advocate of this perspective was Dr. Mohammad Mossadegh. On the 20th of April 1951, Mossadegh became the first democratically elected prime minister of Iran. With chances of a settlement fading, the West's best hope is that this sickly man, in whose frail hands may lie the key to peace, is as anti-Russian as he is anti-British. Er hat das eigene Öl nationalisiert, und das ist der Grund, warum dann die CIA und der Mossad gesagt haben, ey, wir brauchen einen neuen Führer dieses Landes, der uns das Öl wahrscheinlich günstiger anbietet, und das haben die dann halt auch gemacht gehabt. Schauen wir uns mal die Leute an, die wirklich in Iran leben, was die dazu sagen.
Do you have a message for Trump regarding his nonsense? I don't even consider Trump a human to even talking about him. He can go die. I'm a protester, but if the goal is to open a path for the filth, the Zionists and their pups to step, then no, I'm not a protester. Also die Leute verstehen das schon. Die Leute haben aus Libyen und aus Afghanistan, Irak, haben die gelernt. Wer mit Amerika und dem Westen zusammenarbeitet, der wird einen arabischen Frühling erleben. Und arabischer Frühling war der Codename der Zerstörung Arabiens, ne? Oder dieser Länder. Und die wissen das. این که بخواید اینجا قند علم کنید نه ما هستیم جونمون رو پایین کشور میذاریم کشوری به ایران من نمیتونه دست بزنه یا فریب خوردن یا Either they were fooled or they came from elsewhere. The rioters, ne? Die Demonstrierenden, die Gewalt angewendet haben. So, jetzt kommt aber das, was ich euch gesagt hatte auf diesem Foto. Hired Mobs for Unrest. Ich kann mich noch erinnern, als in Amerika die Black Lives Matter Demonstrationen überall in Amerika stattgefunden haben. Da waren auf einmal über Nacht unzählige Paletten mit Ziegelsteine vor Ort und keiner wusste, woher die kommen, aber sie wurden definitiv von den Demonstrierenden genutzt. Haben die nicht angefangen, Läden mit diesen Ziegelsteinen kaputt zu machen und dann haben die angefangen, ganz viel zu stehlen, haben irgendwelche Läden und irgendwelche Autos in Brand gesetzt. In Frankreich war es genauso oder in Holland war es genauso zu Corona. Also man steuert diese Leute schon irgendwo dahin, dass sie anfangen, gewalttätig zu werden. Somit sieht man natürlich dann als Regierung noch schlechter aus, okay? Sogar in der Türkei, wenn ihr euch anschaut, könnt ihr auch zum Beispiel auf X finden oder auch auf YouTube, wenn ihr eingibt, Mossad in Türkei, Eilmeldung: über 30 Mossad-Agenten in der Türkei festgenommen. Berichten zufolge wurden 34 Personen mit Verbindungen zum Mossad an 57 Orten in 8 türkischen Städten festgenommen. Die Verhaftungen erfolgten im Anschluss an eine gemeinsame Untersuchung der türkischen Geheimdienste wegen mutmaßlicher Spionage und möglicher Entführungsaktivitäten. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn wir den Mossad schon in der Türkei operieren haben, dann wird es wahrscheinlich auch an den Grenzen so zugehen. Irak, Iran, Syrien, Afghanistan, also dort sind die Leute wahrscheinlich genauso involviert wie auch bei solchen Fällen und dass sie dann dazu beitragen, dass die ganze Demonstration einen extremen Aggressionswandel erleben. Das ist für mich einfach schon 1:1. Das ist so 1 + 1 ist 2. Wer profitiert denn davon, dass die Ausschreitungen so gewalttätig werden? Nur die Länder, die dann sagen können, zum Beispiel wie Donald Trump, der hat ja ein Interview gegeben mit den US-Medien, wo er gesagt hat, ja, die Iraner haben sich schlecht benommen und deswegen folgt ein US-Luftangriff. Das aktuell sehe ich auch als größte Problematik jetzt im Iran, weil es geht am Ende des Tages nicht darum, welches Regime überlebt länger, sondern was passiert mit dem Volk. Und dadurch haben wir halt dann Söldner, irgendwelche CIA, Mossad, Assets, die dafür sorgen, dass das Land innerlands ins Chaos stürzt, und dann haben wir irgendwelche Supermächte, die dann sagen, oder zum Beispiel Israel dann sagen, okay, weißt du was, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt greifen wir an. Und am Ende des Tages wird das Volk dadurch in das Leid gedrückt, was die anderen Länder schon hinter sich haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich auch dieser Punkt, warum ich versuche, den Menschen zu erklären, dass man auch davon ausgehen kann, dass egal welches System aufgebaut worden ist, dass das halt auch immer nur einer Sache dient, und zwar, dass der Mensch immer in eine Richtung gelenkt wird, wenn der Mensch langsam merkt, okay, oder er ist unzufrieden, weil das haben wir halt. Sind wir zu links, sind wir irgendwann unzufrieden. Sind wir dann wieder zu rechts, sind wir auch irgendwann unzufrieden. So haben wir halt immer diesen stetigen Wandel, und wir Menschen müssen uns halt bewegen. Versteht ihr, was ich meine? Das hoffe ich ja auch, dass ich dieses Gedankengut bei euch reinkriege, dass ihr halt diese ganzen Themen auch mal kritischer überdenkt. Weil das ist am Ende des Tages das Wichtigste, was wir machen können. Wir können darüber nachdenken,
und wir können uns mehr Informationen aneignen. So, meine Freunde, das soll es gewesen sein zu dem Video. Ihr könnt ja mal selbst reinschreiben, was ihr über die aktuelle Lage im Iran denkt und wie es auch noch dazu kommen wird, dass Grönland auch noch von Amerika geliebäugelt wird. Ihr seht selbst, ich musste das Video nochmal am Ende neu aufnehmen, weil ich habe ganz vergessen, halt meine Schlusswörter oder meine Schlusssätze euch mitzuteilen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informationsreich und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein, bleibt kritisch und folgt mir bitte auch auf TikTok. Da habe ich wieder einen neuen Account. Sei kritisch 4. Tschüss.